Hallo liebe Freunde, heute gibt es einen Film für absolut alle. Freunde der Eisenbahn werden auf ihre Kosten kommen, Freunde von Geschichte, aber auch die Wander- und Radfahrer kommen heute zu ihren Teilen. Wir sind nämlich unterwegs an der alten Bahnstrecke Adorf-Asch und auf einem Teil hier im Volksmund, der Roßbacher Mockel genannt, tut sich Erstaunliches. Und ich wünsche euch unheimlich viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbsterkunden. Meine Erinnerungen an die alte Bahntrasse Adorf-Asch wurden tatsächlich erst wieder beim Wandern wach. Leise, beinahe schleichend, so wie es oft mit längst verloren geglaubten Eindrücken geschieht. Irgendwo im Wald zwischen Bad Elster und der tschechischen Grenze, fernab vom Trubel, stieß ich am Hohen Stein auf eine liebevoll gestaltete Erinnerung, die wie ein stilles Andenken an vergangene Zeiten wirkte. Damit war klar, diese alte Trasse wollte entdeckt und näher beleuchtet werden. Als Ausgangspunkt bietet sich Bad Elster an. Um die Tour jedoch nicht unnötig in die Länge zu ziehen und vor allem um allzu viel Asphalt unter den Füßen zu vermeiden, empfiehlt es sich zunächst per Bus nach Adorf zu fahren. Schon beim Aussteigen am Bahnhof stellt sich ein Gefühl ein, das wohl viele kennen. Ein kurzes Innehalten, ein Schlucken vielleicht. Was ist geblieben vom einst so stolzen, 1865 eröffneten Bahnhof? Vieles scheint dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen zu sein, und doch, Züge fahren zum Glück noch. Ein kleiner Trost, der schon fast symbolischen Charakter trägt. Gedanklich setzen wir uns also in den Zug nach Asch, den man hier im Volksmund liebevoll den Roßbacher Mockel nennt, und lassen die Vergangenheit ein Stück weit wieder aufleben. Achtung, auf Gleis 1 verlässt der Roßbacher Mockel von Asch in Richtung Adorf mit Halt in Arnsgrün, Freiberg und Leupetar den Bahnhof. Bitte bleiben Sie von den Gleisen zurück. Für den ersten Abschnitt unserer Wanderung nutzen wir den bekannten Fernwanderweg Eisenach-Budapest, markiert durch das rote Zeichen in Richtung Oelsnitz. Den Busbahnhof lassen wir links liegen und schon bald lockt ein weiteres Schild unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das historische Bahnbetriebswerk, ein Ort, der Geschichte atmet. So brechen wir auf, zunächst am Kaltenbach entlang. Zugegeben, der Untergrund ist anfangs noch asphaltiert, doch die Blicke zwischen den Bäumen hinunter auf den weitläufigen Bahnhof entschädigen dafür. Es ist einer dieser Wege, auf denen sich Gegenwart und Vergangenheit beinahe überlagern. Nach einiger Zeit erreichen wir das angekündigte BW. Die Eindrücke sind ambivalent. Einerseits ist es bewundernswert, mit wie viel Engagement und Herzblut hier versucht wird, ein Stück Eisenbahngeschichte zu bewahren. Andererseits wird auch deutlich, wie schwierig es ist, solche Orte ohne ausreichende finanzielle Mittel zu erhalten. Ehrenamt stößt irgendwann an seine Grenzen. Und doch, ein Besuch lohnt sich ohne Frage und sollte fest eingeplant werden. Wir setzen unseren Weg fort, begleitet von strahlendem Sonnenschein und einem Himmel in tiefem Blau. Der Frühling hat begonnen, die Natur aus ihrem Winterschlaf zu wecken. Besonders die Gärten entlang des Weges scheinen in einer ganz eigenen Pracht zu erblühen, fast als wollten sie die Wandernden willkommen heißen. Nach einem sanften Bogen, der uns ein Stück vom Streckengleis wegführt, entdecken wir zur Linken ein bemerkenswertes Gebäude. Vielleicht ein ehemaliges Bahnwärterhaus oder gar ein Stellwerk. Die genaue Funktion bleibt unklar, doch die Nähe zur Strecke lässt Raum für Spekulationen. Oder weiß vielleicht jemand von euch Näheres?
Wenige Schritte weiter erreichen wir einen Ort, der für uns Eisenbahnfreunde von besonderer Bedeutung sein dürfte. Hier befand sich einst bis zum Jahr 1945 der Abzweig der Strecke nach Ranice, dem früheren Roßbach, und weiter nach Asch. Auch wenn heute nichts mehr sichtbar ist, lässt sich die Geschichte dieses Ortes förmlich spüren. Natürlich verbietet es sich, die Gleise einfach zu überqueren. Also folgen wir ihnen ein Stück weiter in Richtung Oelsnitz und dann, fast unvermittelt, auf Höhe des heutigen Einfahrsignals für den Bahnhof Adorf, entdecken wir ihn, den alten Bahndamm. Ein unscheinbarer, aber doch so bedeutungsvoller Überrest vergangener Infrastruktur. Ein Moment, der die Neugier neu entfacht. Wir setzen unseren Weg in Richtung Oelsnitz fort, auf der Suche nach einer geeigneten Stelle, um Bahnlinie und Elster zu überqueren. Bald werden wir fündig. Ein Radweg zweigt nach links ab, wir folgen ihm, unterqueren die Bahnstrecke, welche nach Oelsnitz bzw. Plauen führt, und überqueren über eine Brücke die Weiße Elster. An der B92 angekommen, wenden wir uns nach links. Glücklicherweise existiert hier ein kombinierter Rad- und Fußweg. Nachdem wir auch den Zubringer zur A93 gekreuzt haben, heißt es aufgepasst. Es beginnt ein Abschnitt, der sowohl landschaftlich als auch historisch besonders reizvoll ist. Zur Rechten öffnet sich das Tal des Tettenweinbaches, ein idyllisches Fleckchen Erde. Doch bevor man sich vorschnell dorthin wendet, lohnt sich ein Blick nach links. Überqueren wir die Straße, dann staunen wir nämlich. Schließlich stehen wir hier tatsächlich auf dem alten Bahndamm, genau jenem, den wir zuvor aus der Ferne erspäht haben. Hier wird Geschichte greifbar. Am 15. März 1945 wurde dieser Bereich von Truppen der 3. US-Armee beschossen, während die Wehrmacht ihn als Deckung nutzte. Zeitgleich wurde die Eisenbahnbrücke durch selbige Wehrmacht gesprengt. Ein dramatisches Ereignis, das das Ende der Strecke einleitete. In diesem Hochgefühl über unsere schöne Entdeckung und vollgepumpt mit den ersten Endorphinen kehren wir auf die andere Straßenseite zurück. Dort finden wir dieses Betriebsgelände. Doch nicht nur das. Zugegeben, die Meinungen gehen über die Lage teilweise auseinander. Hier hat sich offensichtlich der einst Haltepunkt Leubeta befunden. Unglaublich. In dieser Euphorie wenden wir uns weiter auf unseren Weg. Immerhin ist unsere heutige Tour knapp 20 Kilometer lang und tauchen ein in die Weite des Tales unseres besagten Tettenweinbaches, direkt auf der alten Bahntrasse. Und Eisenbahnfreunde können ihre Fantasie bestimmt üppig ins Kraut schießen lassen. Was wäre, wenn? Freunde der Natur kommen, wie gut zu sehen ist, ebenfalls auf ihre Kosten. Herz, was willst du mehr? Weit müssen wir auch nicht gehen, ehe wir typische Anzeichen der alten Bahntrasse, nämlich diesen Einschnitt, erkennen. Regelrecht berauscht darüber, dass seit dem Rückbau 1949 tatsächlich noch immer Spuren zu finden sind, habe ich mich an den weiteren Weg gemacht. Wobei im nächsten Abschnitt, wie ihr seht, ist viel Fantasie vonnöten, noch den alten Gleiskörper erkennen zu können. Es ähnelt eher einem ganz normalen Feldweg. Sei's drum. Genießen wir auf diesen Abschnitt die Natur. Es kommt nämlich noch besser. Geduld ist die Devise. Letztlich endet diese Feldidylle dann doch und wir erreichen die Freiberger Straße und was erspähen wir vor uns? Einen Gebäudekomplex, sprich Wohngrundstück. Aber ein einfaches Grundstück mit Wohnhaus ist das nämlich nicht. Dieses Anwesen, das sich als wahres Kleinod entpuppt, ist das ehemalige Bahnhofsareal von Freiberg. Natürlich nicht zu verwechseln mit Freiberg Sachsen. Quasi im Garten befanden sich dereinst die Bahnsteige und das Wohnhaus ist tatsächlich das alte Empfangsgebäude. Ich hätte nicht erwartet, noch so einen Schatz zu entdecken.
Darüber hinaus soll dieser Bahnhof sogar noch über ein Ladegleis und Güterboden verfügt haben. Ob er sich jedoch hier hinten auf dem Gelände der heutigen Lagerhalle befunden haben könnte, habe ich leider nicht herausgefunden. Vielleicht weiß es jemand von euch. Es fällt jedoch schwer, sich vorzustellen, dass hier einst reger Bahnbetrieb herrschte. Beim nunmehr folgenden Abschnitt können wir uns zunächst getrost wieder der Natur widmen. Für mich war es nicht hundertprozentig erkennbar, ob der Feldweg die alte Bahntrasse ist oder selbige sich eher links davon befunden haben könnte. Zumindest weckt es stellenweise diesen Eindruck. Zumal an selbiger stellenweise aktuell gebuddelt wird. Ein Zeichen für den neuen Radweg auf der alten Trasse? Die nächsten Wochen und Monate werden es zeigen. Na, schau einer an, auf was stoßen wir denn jetzt? Der uns bereits gut vertraute Kammweg stößt zumindest für eine kurze Zeit auf unsere Trasse. Aber dieser spannende Kammweg muss noch eine Weile auf uns warten. Eisenbahnarchäologie ist ja unser heutiges Thema. Ein besonders stimmungsvoller Abschnitt beginnt ab diesem kleinen Teich zur Linken. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid hier baden und eine Dampflok beginnt vorbei zu rauschen. Aber nun gut, jetzt beginnt es nämlich spannend und romantisch zu werden. Wie ihr seht, die Trasse wurde hier frisch freigelegt und liegt wie ein Band in der Landschaft. Nach Jahrzehnten des Vergessens wird sie nun wieder zugänglich gemacht. Ein Projekt, das Respekt verdient. Früher zweigten die Wanderwege hier nämlich rechts nach unten. Die Trasse war damals restlos zugewachsen und kaum begehbar. Doch zu unserem Glück, wie gut zu sehen ist, vor uns die alte Bahntrasse, welche aktuell zum Radweg umgebaut wird und somit nach so vielen Jahrzehnten Dornröschenschlaf wieder für uns nutzbar ist. Es ist beinahe ein märchenhaftes Gefühl, hier zu wandern. Die Gedanken schweifen unweigerlich ab. Stellt euch vor, wie die Dampfloks wieder durch das Tal schnaufen, wie das rhythmische Rattern der Räder widerhallt. Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Naja, genug geträumt. Stürzen wir uns hinein ins Vergnügen. Denn diese neue Realität allein ist doch schon märchenhaft genug. Der Haltepunkt Arnsgrün liegt vor uns. Gehen wir hinein in die nach damaliger Definition Haltestelle Arnsgrün. Immerhin, dereinst verfügte dieser kleine Bahnhof sogar über 2 Gleise, 3 Weichen und eine Ladestraße. Der weitere Verlauf ist unschwer zu erkennen. Über die Gettengrüner Straße führte dereinst zwar eine Brücke hinweg, schade, dass selbige nicht mehr existiert, aber gut, jammern auf hohem Niveau nennt man das wohl in diesem Fall. Nehmen wir einfach die jetzige Senke in Kauf und hinein geht es in die herrlichste Natur- und Eisenbahnromantik. Ich denke, für die nächsten Kilometer gibt es nichts zu kommentieren. Die Bilder sprechen für sich. Fast unbemerkt angesichts der reizvollen Motive erreichen wir die Grenze. Beinahe hätte ich gelästert und gesagt, man kann es gar nicht übersehen. Siehe den Splitbelag auf der deutschen und den glatten Asphalt inklusive Lichtmasten auf der tschechischen Seite. Genießen wir, frei von Ironie, diese grenzüberschreitende Trasse hinein in Richtung tschechischen Grenzbahnhof Hranice v Čechách. Oder wie er auf Deutsch hieß, Roßbach. Wir stoßen auf die Straße Nádražní, zu Deutsch die Bahnhofsstraße. Dem Entdeckergeist wird hier noch so einiges an Futter geboten.
Zuallererst diese Rampe. Tja, wozu diente sie? Ich hatte Glück und habe eine über 90-jährige alte Tschechin quasi als Zeitzeugin getroffen. Sie sprach noch richtig gut Deutsch, ich ein klein wenig Tschechisch. Und es war interessant, diese alte Dame aus ihrer Kindheit und dem alten Bahnhof erzählen zu hören. Bei dieser Rampe soll es sich nämlich um eine Viehrampe gehandelt haben. Interessant in diesem Zusammenhang die noch verbliebenen Träger. Nach Meinung der alten Dame sei es ein alter Zollschuppen gewesen. Für diese Erinnerung spricht auch, dass es nachgewiesen ist, hier existierte dereinst sogar ein Zollamt erster Klasse. Links entdecken wir einen sehr kreativen Gleisendabschluss, auf gut Deutsch Prellbock. Sehr spartanisch gelöst, dieses Problem. Gehen wir weiter nach vorn, taucht eine weitere Laderampe mit Güterschuppen auf und letztlich diese große Freifläche. Bis 2014 stand hier das Empfangs- und Dienstgebäude. Leider kein deutsches Problem, solche altehrwürdigen Einrichtungen einfach platt zu machen. Dafür steht ein Stück weiter vorn und näher am verbliebenen Bahnsteig diese Art Wartehäuschen. Vom einstigen Glanz des Grenzbahnhofs ist also nicht viel geblieben. Dafür finden wir auch hier einen weiteren der kreativen Prellböcke. Werfen wir schließlich noch einen Blick voller Sehnsucht aufs Streckengleis in Richtung Asch. Der Zugverkehr soll, Fahrpläne waren leider nirgendwo zu finden, laut dieser besagten Dame, auf lediglich ein Zugpaar pro Tag eingestampft sein. Traurig, überall das gleiche Desaster. Interessant wird es jedoch, werfen wir einen Blick von der jenseitigen Seite der Gleisanlage auf den Bahnhof, jetzt und dereinst. Wie sich die Zeiten geändert haben. Was bleibt zu tun? Wir könnten uns das kleine Städtchen beispielsweise anschauen. Ich habe jedoch beschlossen, dieses mit einer späteren Wanderung zu verknüpfen. So bleibt die Frage, wie kommen wir zurück nach Bad Elster? Eine direkte Busverbindung gibt es leider nicht. Ich habe mich deshalb für den Fußweg entschieden. Da diese Tour ja von den Kilometern doch ziemlich fordernd ist, habe ich den kürzesten Weg zurück gewählt. Dieser ist, genau, für ein kleines Stück, genau genommen einen reichlichen Kilometer, zurück auf der Trasse und somit wieder heraus aus dem Bahnhof in Richtung Grenze. Dabei können wir grübeln, weshalb ist es ausgerechnet hier im Vogtland gelungen, eine grenzüberschreitende Lokalbahn zu bauen. Ähnliche Bestrebungen gab es dereinst auch in Jöstadt im Pressnitztal, Jonsdorf oder Bad Gottleuba. Leider konnte ich keine Antwort auf diese Frage finden. Kennt sie jemand von euch? Dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Immerhin haben wir jetzt auf dem Rückweg Zeit und Muße, die Bilder zu genießen. Genau aufpassen sollten wir beim Erreichen der Grenzbrücke. Keine Angst, Kontrollen meine ich nicht, die gibt's nicht mehr. Dafür müssen wir unmittelbar nach der Brücke die alte Bahntrasse verlassen und rechts diesen eher unscheinbaren, schmalen Pfad nach oben steigen. Wem das zu suspekt erscheint, orientiert euch bitte an den GPS-Daten, welche ihr wie immer unten in der Beschreibung zum Video für den Download findet. Diesem Pfad folgen wir keine 100 Meter, stoßen auf einen breiten Waldweg, gehen wieder rechts, diesmal ca. 600 Meter sacht nach oben. Die nächste Kreuzung erreicht, zweigen wir links ab. Weit gehen wir nicht und erkennen den sehenswerten hohen Stein zwischen den Bäumen. Jenen Ort, an dem die Grundlagen für diese Entdeckungsreise zu Fuß auf den Spuren des Roßbacher Mockels gelegt wurden. Logisch, diesen idyllisch und liebevoll gestalteten Rastplatz wollte ich euch auch heute nicht vorenthalten. Ihr habt euch erholt, beenden wir die kurze Rast, gehen wieder einige Meter zurück und meine Empfehlung, der Wege gibt's hier ja reichlich, biegt rechts ohne Markierung in den Waldweg ein. Verlaufen kann man sich nicht, es geht immer nach unten. Zur Rechten entdecken wir, quasi zur Veredelung, noch eine kleine gemütliche Hütte vom Forst. Dem geschotterten Vogtland-Panoramaweg folgen wir anschließend ein kleines Stück bis zum Ringweg, um letztlich noch die Anlage des alten Schlosses Schönfeld zu erreichen.
Erstmals 1236 erwähnt und zu Beginn des 16. Jahrhunderts wieder verlassen, finden wir vom alten Wasserschloss lediglich eine Wüstung, sprich den alten Wassergraben. Was uns aber nicht hindern muss, unsere Fantasie ein wenig ins Kraut schießen zu lassen. Und nun, der kürzeste Weg zurück nach Bad Elster wäre eigentlich gegenüber der Wüstung der sogenannte Schlossweg. Im Hochgefühl ob der vielen großartigen Entdeckungen und des schönen Wetters habe zumindest ich mir noch einen klitzekleinen Bogen gegönnt, nämlich hinunter ins Tal des Zeidelweidebaches bzw. dem gleichnamigen Naturschutzgebietes. Diesem einen weiteren 1,5 Kilometer gefolgt, wollen wir es dann doch nicht auf die Spitze treiben und nutzen den Abzweig nach rechts, den sogenannten Arnsgrüner Kirchsteig nach Bad Elster. Logisch, im Bachtal sind wir abwärts gestiegen, somit dürfen wir noch einmal aufwärts steigen. Zum Glück ziemlich moderat, immer dem Wegesverlauf folgend. Eine weitere angenehme Möglichkeit zur Rast finden wir an der, was hier übrigens für alle Wanderhütten der Region gilt, liebevoll eingerichteten Römerhütte. Und seht ihr, unser Ziel Bad Elster liegt vor uns. Ein höchst angenehmer und lieblicher Anblick, wie das kleine Städtchen in das Tal der Weißen Elster eingebettet liegt. In den Ort hinein gibt es erneut mehrere Versionen. Ich habe den Kirchbergweg gewählt. Selbiger führt uns vorbei an der Antonienhütte sowie dem gegenüberliegenden Jägerteich. Eurer Wanderlust einen weiteren Hype geben, könnt ihr euch angesichts der Hinweistafel für den Vogtland-Panoramaweg. Aber bitte nicht mehr heute. Mir genügte es, durch den Albertpark entspannt hinunter an unseren Ausgangspunkt zu schlendern, um einen entspannten Ausklang einzuläuten. So endet eine Tour, die nicht nur landschaftlich begeistert, sondern auch ein Fenster in die Vergangenheit öffnet. Voller Geschichte, Spuren und leiser Erinnerungen.